Hallo, dieses Angebot aus Video- und Selbsttest soll den Menschen helfen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Diesen Menschen soll gezeigt werden, wie man sich in Deutschland vorstellen kann. Gute Nachbarn freuen sich, wenn man sich vorstellt. Ein Arbeitgeber erwartet gerade Informationen von den Menschen, die er als Mitarbeiter einstellt. Das Sprachverständnis ist von größter Wichtigkeit, um sich zu integrieren. Am persönlichen Beispiel stelle ich mich hier vor und biete Ihnen auch einen Selbsttest auf unserer Lernplattform an. Dort finden Sie den Inhalt meiner persönlichen Vorstellung in geschriebener Form. Wenn Sie nach dem einmaligen Hören die Lücken im Text mit den richtigen Buchstaben füllen können, dann ist Ihr Verständnis in der deutschen Sprache schon perfekt und es bedarf keinerlei Verbesserungen. Das Einzige, was mit diesem Test nicht beurteilt werden kann, das ist Ihre deutsche Aussprache. Aber das Problem mit der Aussprache, das haben auch deutschsprachige Menschen in vielen Regionen unseres Landes. Das ist nicht gerade einfach für mich, manche Menschen aus Österreich, aus der Schweiz, aus Bayern, aus Sachsen oder Friesland zu verstehen, wenn sie ihre regionalen Sprachen sprechen. So, das als Einleitung. Jetzt will ich mich den möglichen Arbeitgebern oder Nachbarn vorstellen. Guten Tag, ich heiße Konrad Rennert, ich bin 1954 in Nordhessen geboren. Nach der Volksschule besuchte ich von 1965 bis 1971 die Realschule in Korbach. 1974 legte ich die Abiturprüfung an der Altlandesschule in Korbach ab. Nach dem Abitur arbeitete ich bis September 1975 als Sanitäter beim Deutschen Roten Kreuz. Das war statt dem Militärdienst der Zivildienst, den ich abgeleistet habe. Für mein Physikstudium wählte ich die Göttinger Universität. Die Studieninhalte erschienen mir in den ersten Semestern zunächst sehr abstrakt. Nach dem bestandenen Vordiplom wählte ich für die Diplomarbeit ein Thema aus der Geophysik. Das fand zum großen Teil in der Natur statt. Die Diplomarbeit bestand zunächst aus einer mehrmonatigen präzisen Vermessung des Schwerefeldes im Weserbergland. Mit Tausenden von mir gesammelter Daten sollten Erkenntnisse über die Beschaffenheit der geologischen Strukturen gewonnen werden. Die notwendigen Programme für die Berechnung eines geologischen Schichtmodells, die entwickelte ich mit dem Computer selbst. Während der Studienzeit heiratete ich meine Frau Elke. Ich kannte sie schon seit der Schulzeit in Korbach und im Jahr 1979 wurde unsere Tochter geboren. 1985 und 1992 wurde die Familie um 2 Söhne vergrößert. Im Jahr 1982 bestand ich die Diplomprüfung als Physiker. Die allgemeine wirtschaftliche Lage war damals aber nicht sehr gut. Sie besserte sich erst, nachdem Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt wurde. Ich hatte sehr viele Bewerbungen geschrieben. 1983 war meine Bewerbung bei der damals noch wenig bekannten Firma Apple erfolgreich. Apple bildete mich in mehreren Wochen aus, damit ich ihre beliebten Apple II-Computer kompetent vorführen und verkaufen konnte. Ich musste damals die Computer nicht nur vorführen, ich musste sie auch bei den Kunden installieren und die Kunden in den Programmen, die man damals kannte, einweisen. Ein kompletter Apple II-Computer mit Drucker kostete damals etwa 10.000 D-Mark. Das sind umgerechnet etwas mehr als 5.000 Euro. Ja, hier habe ich noch so einen alten Apple II. Das war ein System, so wie ich es mir zugelegt habe, 1983, ca. 5.000 Euro in dieser Konfiguration. Es fehlt ein Drucker, es fehlt auch das zweite Diskettenlaufwerk. Und damit kann man also hier natürlich noch arbeiten. Sie sehen, ich habe hier Multiplan installiert. Multiplan ist die Vorläufersoftware von Excel, 255 Zeilen, 63 Spalten und da kann man dann noch eine Umsatzkalkulation machen. Ich hole das jetzt mal ein bisschen dichter ran. Ja, Sie sehen, wenn ich jetzt hier in die Zeile 5, Spalte 3 statt der 300 Euro Kosten senke und schreibe da 250 hin. Habe ich 259 hingeschrieben, dann wird das auch sofort ausgerechnet.
Das Menü ging noch nicht mit Maus, man musste die Escape-Taste drücken und dann konnte man, wenn man diese Zelle radieren wollte, mit den Anfangsbuchstaben erstmal Text und dann R wie radieren und jetzt sind die Kosten also gelöscht. Ja, das war der Apple II, historisches Gerät. In durchschnittlichen Monaten verkaufte ich ca. 5 Computer. Die Festplatten für die Personal Computer oder die PCs gab es damals kaum. Die erste Festplatte von Apple, die hatte 5 MB Speicherkapazität und kostete 30.000 D-Mark. 1984 hat Apple den Macintosh erfunden und das war damals schon eine Sensation. Das kann man nachempfinden, wenn man bis dahin nur den Apple II kannte. Ich habe hier noch so ein altes Stück und eine Microsoft Excel Diskette. Da steht ganz groß drauf, requires 512K Memory, also ein halbes Megabyte Arbeitsspeicher war nötig. Das war damals eine enorme Menge. Der Apple II, der wurde mit 64 Kilobyte ausgeliefert und der Macintosh brauchte also, um Excel zu laden, was das Nachfolgeprodukt von Multiplan war, brauchte er also so eine enorme Menge. Schauen wir uns das hier mal an. Ich habe hier also diesen Rechner noch zum Laufen bekommen. Das breche ich jetzt erstmal ab und heißt Blue Pages Bildungssponsoring 2016. Beim Macintosh konnte man also in die Zellen klicken und über das Menü Befehle ausführen, zum Beispiel Inhalte löschen. Und jetzt ist also die Formel weg. Ich kann sie jetzt nochmal neu aufschreiben. Das ist, wenn man das heute betrachtet, trivial, aber für damalige Zeit war es also sensationell. Man konnte also im Klartext seine Formel schreiben und mit der Maus die Zellen, die in die Formel eingehen sollten, markieren und mit der Enter-Taste war die Formel fertig. Und wenn man dann hier die Kosten senkte von 300 auf 200, dann wurde das auch sofort angezeigt. Also der Macintosh war damals schon eine Revolution. Dieses vollmundige, es wurde Zeit, dass mal ein Kapitalist die Welt verändert, das hat man damals bei Apple noch nicht sofort realisiert, aber heute sind sie ja die größte Nummer bei der Hardware. Und das war so für mich eine sehr interessante Zeit, damals vor mehr als 30 Jahren dabei gewesen zu sein. Aber schon 1987 konnte man mit dem Verkauf von Hardware kaum noch Geld verdienen. Ich kündigte deshalb meine Anstellung und wurde selbstständiger IT-Trainer und Ausbilder. Die Firmen kauften damals zunehmend Geräte mit Microsoft-Betriebssystemen. MS-DOS hieß das damals, was am bekanntesten war. Das kauften sie bei Discountern und die notwendige Schulung bei Fachleuten wie mir. Viele Mitarbeiter meiner Kunden hatten also keinerlei Computererfahrung und mussten professionell in die damals üblichen Programme eingewiesen werden. Ich hatte aber gute Kontakte und etwas Glück. An verschiedenen Standorten Deutschlands schulte ich Mitarbeiter von Alcan Aluminium, aber hauptsächlich von der B. Braun Melsung AG und auch ein paar anderen Firmen und Einrichtungen. Der Medizintechnikhersteller und Krankenhausversorger B. Braun war 24 Jahre mein Hauptkunde. 2011 wurden die Umsätze als IT-Trainer immer weniger. Der Nachwuchs in den Firmen hatte schon Kenntnisse, die er aus der Schule mitbrachte. 2012 erhielt ich ein Angebot, in einem Berufsförderungswerk im Schwarzwald zu unterrichten und dort sollte ich auch eine Lernplattform aufbauen. In Bad Wildbad waren sowohl junge Menschen zu unterrichten, die infolge von Unfällen zum Beispiel eine Querschnittslähmung davongetragen hatten und neue berufliche Herausforderungen suchten. Es gab aber dort auch schon Flüchtlinge aus den Gebieten, aus denen heute auch wieder Flüchtlinge zu uns strömen. Die waren traumatisiert und sie mussten dann also auch in das deutsche Berufsleben integriert werden. Als Wochenendpendler habe ich an langen Abenden an Softwarewerkzeugen getüftelt. Damit können in kürzester Zeit Tausende von Vokabeln in Zuordnungsfragen für automatisch auswertbare Tests angeordnet werden.
Damit kann man dann leicht feststellen, welchen Wortschatz die Zuwanderer schon beherrschen, wenn sie hier in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Zufällig bemerkte ich bei meinen Forschungen auch die Prüfungsfragen, welche ausländische Studenten zu beantworten haben, wenn sie an deutschen Universitäten studieren wollen. Das dort eingesetzte Verfahren mit Lückentests ergänzt die Vokabeltests. Mit dieser Vorgehensweise kann man das Textverständnis und die Beherrschung von Grammatik überprüfen. Computergestützte Tests messen Sprachfähigkeit unabhängig von der Person der Prüfer. Niemand wird benachteiligt, wenn zufällig ausgewählte Lückentexte zu rekonstruieren sind. Prüfungen sind jederzeit und an jedem Ort, in dem es einen Internetzugang gibt, möglich. Die vorhandenen akademikerlastigen Tests sind jedoch ungeeignet, wenn Firmen und Dienstleistungsunternehmen Mitarbeiter unter den Zuwanderern suchen. Ich sehe einen enormen Bedarf an Bildungsmaterial und Evaluierungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge haben jedoch für die eigene berufliche Fortbildung kaum die notwendigen Mittel. Deshalb setze ich auf Open Educational Resources, zu deren Finanzierung sich Sponsoren finden müssen. Sponsoren können bereit sein, solche Entwicklungen zu finanzieren, weil sie sich Vorteile für Unternehmen oder für den Standort Deutschland versprechen. Warten wir ab, ob mein Berater solche Sponsoren findet. Ich freue mich, wenn ich mein Berufsleben mit der Umsetzung eines erfolgreichen Konzeptes zur Vorbereitung von Online-Lernmaterialien beenden kann. In diesem Sinne wünsche ich den Menschen, welche Deutsch als Fremdsprache sprechen, auch viel Erfolg beim Lückentext, den ich aus diesem Vortrag ableite. Also in diesem Sinn, vielleicht bis zum nächsten Video.